Heute habe ich im Sinn, den Zugersee zu umrunden oder einmal so weit wie es geht. Gesamthaft ist es nämlich 42 Kilometer und das ist vielleicht doch ein bisschen viel. Gestartet bin ich in der Badi in Hühnenberg und jetzt geht es Richtung Süden, alles am Ufer entlang. Der Zugersee liegt in der Zentralschweiz. Er ist 13,7 Kilometer lang. Seine maximale Breite ist 4,6 Kilometer und seine Uferlänge beträgt 42,3 Kilometer. Die Route, die ich gemacht habe, geht von Hühnenberg, dem westlichen Ufer entlang, bis zur großen Halbinsel Chiemen. Nach der Mittagspause bin ich ans ca. 1 Kilometer entfernte Ostufer gepaddelt und danach nordwärts am Zug vorbei zurück an den Ausgangspunkt. Schon kurz nach Hühnenberg beginnt ein langgezogener und gut geschützter Schilfgürtel. Erst in Buonas verändert sich die Uferzone dann wieder. Das Besondere beim Kajakfahren ist die Möglichkeit, in Ufernähe zu bleiben. Schon 20 cm Wassertiefe reichen aus, um über den Seegrund hinweg zu gleiten. Vom See aus sind neben der herrlichen Natur auch viele schöne Häuser zu sehen oder wie hier das Schloss Buonas, dem man auf dem Landweg als Fremder nicht so nahe kommt. Unter Bäumen hindurch zu gleiten ist für mich immer eine besondere Faszination. Diese Tour machte ich am 16. April bei sommerlichen Temperaturen, als der Frühling alle Pflanzen so richtig sprießen ließ. Das sieht doch nach idealem Plätzchen aus zum Mittagspause machen. Ich bin eigentlich auch so ziemlich in der Hälfte angelangt von meiner Route. Das heisst an dem Punkt, wo ich dann kehre, auf die andere Seite durchgehe. Neben der Fahrt sind auch die Pausen ein wichtiger Bestandteil von einer großen Tour. Wenn ich dann das Glück habe, einen so schönen Platz mit Aussicht zu finden, macht das Essen noch mehr Freude. Ich habe gerade festgestellt auf meinem GPS, bevor ich losgefahren bin, dass ich bereits fast 10 Kilometer gepaddelt bin. Jetzt geht es auf die andere Seite und dann über Zug wieder zurück nach Hühnenberg, wo ich eingewassert habe.
Diese kleine Insel hat mich zur Umrundung animiert. Das GPS hat meine Route in Herzform aufgezeichnet. Die Aufzeichnung erfolgt über Komoot. Fotos, die ich unterwegs mache, werden dort mit der richtigen Position aufgezeigt. Im Abspann findest du den Link dazu. Brigitte, meine wunderbare Frau, hat mir als Dessert ein selbstgemachtes Schokoladenbiskuit mitgegeben, das ich beim Anblick vom Zug mit Freude genieße. Zur Zeit meiner Fahrt war die Schweiz wegen der Corona-Krise im Lockdown. So war unter anderem auch die Schifffahrt auf allen Seen eingestellt und die Schiffe warten genauso wie wir Menschen auf bessere Zeiten nach der Pandemie. Nur selten begegnete ich bei meinen Seeumrundungen anderen Kajakfahrern, freue mich aber jedes Mal. Olli? Bei diesem schmalen Durchgang war die Wassertiefe auch kleiner als gehofft. Doch mit Hilfe des Paddels war auch dieses Hindernis schnell überwunden. Kanadagänse sind keine heimische Tierart. Sie wurden aus Nordamerika eingeführt, unter anderem, weil sie auch ein beliebtes Jagdwild sind. Beim Villette-Park fließt die Lorze in nördlicher Richtung, wo sie 10 Kilometer weiter bei Opfelden in die Reuss mündet. Auch dieses Schloss und der wunderbare Park sind nur vom See aus zu sehen. Zweimal jährlich wird der Park der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Zur Zeit der Rhododendronblüte und am 1. August. Nach fast 24 Kilometern bin ich jetzt wieder zurück am Ausgangspunkt. Ich habe den Zugersee zwar nicht ganz umrundet, sondern nur den unteren Teil. Aber ich glaube, 24 Kilometer ist doch auch schon eine ganz schöne Strecke.